Wir haben Deutschlands erste kommerzielle Agri-PV umgesetzt, und zwar mit Schletter natürlich. Und wir haben uns auf die Software spezialisiert. Das heißt, wir kümmern uns darum, dass die Landwirte eine beste Erstanalyse erhalten über ihre Fläche und dann auch in der Projektentwicklung weiter durch die Software geleitet wird. Damit ist Projektentwicklung wirklich günstig und praxisnah am Landwirt. Und uns hat einfach Schletter von vornherein überzeugt durch den Halbmond, durch die Stabilität und auch, dass sie weltweit vertreten sind. Und seit 4 Jahren sind wir sehr, sehr glücklich mit unserer Schletteranlage. Wir haben den Fokus auf Tracker, weil wir selbst davon überzeugt sind, dass es die wirtschaftlichste Variante ist, Agri-PV umzusetzen. Ja, der Mehrertrag hat zwar mehr Kosten, aber der Mehrertrag rechnet sich sehr im Agri-PV, auch durch die Bewirtschaftung. Wir haben auf unserer Anlage über 90%, die der Landwirtschaft wirklich zur Verfügung stehen und nur knapp 10%, die wirklich für die Unterkonstruktion und für Trafo-Übergabestationen dabei sind. Jetzt ist es so, dass ungefähr 70 cm bis 1 Meter links und rechts von dem Pfosten der Landwirtschaft entzogen werden. Aber der Rest ist wirklich komplett in der Landwirtschaft drinnen und durch das Tracking ist die Bewirtschaftung sehr einfach. Der Landwirt kann sich immer die Module so stellen, wie er sie möchte. Und dadurch erhalten wir sehr viel von dem Land wirklich für die Landwirtschaft. Und so haben wir all unsere Erfahrungen zusammengefügt und haben eben die Software entwickelt, wo wir wirklich in Sekunden die Fläche bewerten können und der Landwirt sofort weiß, okay, ist das Projekt wirklich wirtschaftlich? Projektentwicklung wäre sonst ja sehr teuer. Auch im ersten Schritt die eigene Fläche ins Tool eingeben und sofort zu sehen, wie viel Megawatt, was erhalte ich für diesen Strom, was bringt das Projekt mir finanziell. Viele Landwirte, und das ist uns ganz wichtig, können sich dadurch ein zweites Standbein aufbauen. Bei uns ist halt ganz wichtig, dass sie im Mittelpunkt stehen von dem Projekt und dann halt eben auch nicht nur an der Landwirtschaft, sondern auch an der Stromernte mit ihnen. Wir haben halt von unserer Anlage sehr viel Erfahrung, aber es gibt ja weltweit so viele Daten, also zum Stromertrag, dann zur Bodenbeschaffenheit. Ist das ein Naturschutzgebiet oder nicht? Wo sind die Stromleitungen? Dass wir all die Daten zusammengeführt haben und damit ihm in Sekundenschnelle sagen können, ist das Projekt umsetzbar und zu welchen Konditionen. Da bin ich auch sehr happy mit Schletter, dass wir das zusammen jetzt auf die Beine stellen und damit ja auch sehr, sehr viele Projekte umsetzen können, die sonst einfach nicht wirtschaftlich gewesen wären.